Hallo Modellbahnfreunde! Heute möchte ich euch zeigen, was sich seit dem letzten Baufortschritt-Video im April 2023 getan hat. So wurde die Felswand rechts der großen Brücke fertig gebaut, im Bereich der Windmühle zwischen Außengleis und Hintergrundbild begrünt und einen Bahnübergang hinzugefügt. Die Vitrine erhielt eine weiterhin befahrbare Ebene und an der Programmierung mit WinDigipad geht es auch weiter. Am Schluss möchte ich noch auf die weitere Planung eingehen. Als erstes möchte ich einen Rundumblick über den derzeitigen Ausbauzustand der Anlage zeigen. Hier nun zunächst die neue Felswand mit Ausgestaltung. Und noch einmal aus der Vogelperspektive. Um später noch die Gleise und Weichen hinter der Wand zu erreichen, wurde ein Teil integriert, das jederzeit herausgenommen werden kann. Wie schon im Video im April gezeigt, wurde die Felswand aus Einzelfelsen zusammengesetzt. Die Felsen sind Abgüsse aus Modellgips, die mit Formen der Firma Noch hergestellt wurden. Diese wurden mit Ansetzgips auf das Fliegengitter aufgebracht. Die Fugen wurden dann noch mit Modellgips verspachtelt. Beim Anlegen der Felswand wurde auch ein Wanderweg mit integriert. Die Wege wurden dann noch mit Quarzsand überzogen und mit einem Wasser-Leim-Gemisch befestigt.
Anschließend erfolgte ein Lasieren der Felsen mit mehreren verdünnten Felsfarben von Noch. Diese wurden nach dem Auftrag mit feuchten Lappen abgerieben, um die Kontur der Felsen besser hervorzuheben. Das Begrünen erfolgte dann mit einem Grasmaster, ebenfalls von Noch. Danach wurden noch Bäume und Büsche aufgestellt und mit Foliage verschiedener Hersteller Bewuchs auf den Felsen dargestellt. Zum Ausschmücken wurden dann noch Figuren aufgestellt. Zum Schluss noch Blumen gepflanzt und Wegweiser errichtet. Um den Übergang des Anlagenendes bei der Windmühle zum Hintergrundbild schöner zu gestalten, wurde der Bereich ab dem Außengleis fertig gemacht. Dabei wurde in der vorderen Ecke ein Bahnübergang hinzugefügt. Zunächst wurden die Oberleitungsmasten aufgestellt. Zum Schutz des Hintergrundbildes wurde Papier davor befestigt und im unteren Bereich noch einmal Backalufolie davor geklebt. Anschließend wurde der Bahnübergang geplant und Schablonen für die Straße hergestellt. Diese wurden dann aus 2 mm starkem Styrodur hergestellt. Mit einem Bleistift wurden dann Pflastersteine in die Straße geritzt. Diese wurden dann mit einer Auffahrrampe ausgestattet aufgeklebt. Danach wurden die Andreaskreuze mit Blinklicht und Schalthäuschen aufgestellt. Im Anschluss habe ich dann am vorderen Anlagenrand eine Hilfsbegrenzung befestigt und die Fläche mit Quarzsand befüllt. Dies wurde dann wieder mit einem Wasser-Leim-Gemisch befestigt. In diesem Fall habe ich auch gleich Farbe beigemischt. Das spart zwar einen Arbeitsgang, die Farbe lässt sich aber hinterher schlecht beeinflussen. Danach wurde die Fläche noch in mehreren Arbeitsgängen begrünt und der Schutz entfernt. Es erfolgte der Aufbau von Zäunen, Büschen und Bäumen. Es wurden Fahrzeuge und Figuren aufgestellt. Und zum Schluss noch das Außengleis geschottert. Bei der Vitrine konnte nun endlich die oberste Ebene mit Zu- und Abfahrt in Betrieb genommen werden. Damit sind nun 5 Ebenen betriebsfähig. Hinter der Vitrine wird es nun aber auch sehr eng.
Die Zufahrt ist schon programmiert und kann genutzt werden. Bei der Ausfahrt fehlen im Moment noch die Automatikprogramme. Nachdem die Gleiswindel für die Zufahrt gebaut war, wurden die Abstellplätze programmiert und Stück für Stück wurde die Ebene mit Fahrzeugen ausgestattet. Zum Schluss wurde noch die Gleiswindel für die Ausfahrt fertiggestellt. Diese muss jetzt noch programmiert werden. Nachdem ich meine hier gezeigten Gleispläne aus WinDigipad mit dem Gesamtprojekt an einen Beta-Tester zur Begutachtung eingesendet hatte, habe ich als Antwort bekommen, dass ich mehrere Fehler in der Programmierung habe. Diese sind teilweise durch Anlagenerweiterung, größtenteils aber über die Jahre entstanden, da ich meist zu faul war, nicht mehr benötigte Dinge wie Fahrstrecken, Zugfahrten usw. zu löschen. Im Moment bin ich dabei, diese Fehler zu beseitigen. Danach soll es auch ein Video zur Anlagensteuerung geben. Die weiteren Schritte sind nun: Der Bahnhof soll vom Empfangsgebäude her ausgebaut werden. Als erstes soll der Bahnhof und die Güterhalle einen Untergrund erhalten und der Bahnhof noch eine Bahnsteigverlängerung. Dann sollen die Oberleitungsmasten gesetzt werden und Gleis 1 gerostet und geschottert. Das wird dann mit Gleis 2 fortgesetzt. Im Bereich des Industriegebietes soll ein Rundkurs mit Ausweisstellen für meine Modellfahrzeuge von MCC Modellcar Parts entstehen. Dies soll dann über einen Abzweig später zur Stadt führen. Die Felswand hinter der großen Brücke soll gestaltet werden. Die Oberleitungsmasten für das Innengleis im Bereich Bahnübergang zur Windmühle sollen gesetzt werden und das Innengleis anschließend geschottert. Die unteren 3 Ebenen der Vitrine sollen gleiserhalten und befahrbar gemacht werden. Das war es wieder für diesmal. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Mehr über die Anlage gibt es über den Link rechts oben. Weitere Videos über den Link rechts unten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Rebbe.